Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und ich habe heute die 7. Generation des Multivans für euch dabei, den T7. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Ich habe den euch ja schon statisch im Studio vorgestellt. War total interessant, eure Reaktion mitzubekommen, wie ihr den jetzt so findet und vor allem euer Interesse, denn der hatte über 600.000 Aufrufe und heute darf ich ihn endlich fahren. Das heißt, darum geht es ja heute hauptsächlich. Ich werde euch jetzt die Ausstattungsvariante live zeigen mit dem kleinsten Benziner. Wir werden über den Innenraum sprechen, über den Kofferraum und dann, wie gesagt, gemeinsam fahren. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran. Dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Da werdet ihr ganz sicher bald auch den T7 finden. Den gibt es jetzt als Benziner oder als Plug-in-Hybrid. 2022 wird es ihn auch noch als Diesel geben. Hier haben wir jetzt die kleinste Motorisierung mit 136 PS Benziner, 2 Liter. Es gibt ihn auch mit 204 PS oder als Plug-in-Hybrid mit 218 PS. Als Plug-in-Hybrid ist natürlich gut, weil ihr habt eine Förderung von bis zu 6.500 € beziehungsweise eben profitiert von einer Dienstwagensteuer von 0,5%. Was wir jetzt als erstes machen, ist mal über die Optik sprechen. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Ausstattungsvarianten. Es gibt Multivan, also quasi die Basisausstattungsvariante. Dann gibt es Multivan Live. Das haben wir jetzt hier und Multivan Style, beziehungsweise bei den Plug-in-Hybriden gibt es noch die Variante Energetic. Und was hat sich jetzt hier vorne geändert? Quasi alles. Der sieht nämlich komplett anders aus, wie ich finde. Fangen wir jetzt vielleicht mal bei den Leuchten an. Ihr bekommt jetzt hier serienmäßig LED-Leuchten, die haben wir jetzt hier auch drauf. Optional das Matrix-LED-Licht. Das ist natürlich gut für eure Sicherheit, denn es leuchtet beispielsweise Schilder an oder auch den Gegenverkehr ab. Heißt, ihr fahrt dauerhaft mit Fernlicht. Plus, ihr habt auch nochmal ein schönes Gimmick mit dabei. Ihr hättet dann nämlich hier in der Mitte noch so eine Verbindungsleuchte. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber, wie das dann tatsächlich aussieht bei den anderen Modellen. Hier ist aber wirklich die Basisversion und das wollte ich euch so zeigen, denn die ist für mich aktuell am bezahlbarsten. So, Preis erzähle ich euch am Schluss. Kühlergrill ist vorne geschlossen, beziehungsweise teilweise geschlossen, erinnert so ein bisschen an den GTI beispielsweise oder auch an den VW Caddy, den wir euch vorgestellt haben. Dieses Wabenmuster da vorne ist Geschmackssache und was ihr da draußen kritisiert habt, ist einerseits, dass dieser Knick hier oben so ein bisschen komisch aussieht und dass die Schnauze so klein ist. Ich finde es überhaupt nicht störend. Interessant ist jetzt übrigens, dass der auf dem MQB steht. Und dieser Multivan ist jetzt nicht wie die Multivans in der Vergangenheit, dass ihr da jetzt einen Camper bekommt, eine Caravelle, eine Pritsche, sondern das ist wirklich der People Mover jetzt nur noch in dem Fall auf dem MQB. Falls ihr eine elektrische Variante haben möchtet, müsstet ihr dann auf den ID.Buzz warten, der steht dann auf dem MEB. Alles andere steht weiterhin noch auf dem T6.1, den wir euch ja auch auf diesem Kanal vorgestellt haben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Seite gehen, spreche ich über die Maße und den gibt es jetzt in 2 Radständen. Einmal in den kurzen, den wir jetzt hier haben, dann ist er 4,97 Meter lang oder mit dem Langradstand, dann ist er 5,17 Meter lang, also genau 20 Zentimeter hinten länger. Jan hat die euch vorgestellt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, hat natürlich ein bisschen mehr Platz im Kofferraum und im Innenraum. Radstand ist aber immer gleich von 3,12 Meter und der ist auch gewachsen, also ihr habt jetzt 12 Zentimeter mehr Radstand, der ist breiter geworden, länger geworden und flacher geworden. Er ist nämlich 1,94 Meter breit und 1,90 Meter hoch und 5 Zentimeter flacher finde ich natürlich gut, weil ich habe jedes Mal Angst, wenn ich in so ein Parkhaus fahre mit so einem Bus. 5 Zentimeter sind da echt eine große Welt. Und wenn wir jetzt an der Seite stehen, gibt es verschiedene Fahrwerksoptionen. Das normale Standardfahrwerk, was wir jetzt hier haben, ihr bekommt auch noch ein tiefer gelegtes Fahrwerk und jeweils hinzugefügt auch noch ein adaptives DCC. Haben wir jetzt hier nicht. Wie gesagt, das ist quasi das am meisten Basismodell, was ich jetzt hier bei VW Nutz bekommen habe. Deswegen wollte ich euch das auch zeigen. Ihr bekommt jetzt 16 bis 19 Zoll Felgen, aktuell nur 16 bis 18 Zoll Felgen. Warum ist das so? Ganz witzig, der Vorstand ist dann eben die verschiedenen Autos gefahren, auch mit den 19 Zöllern. Die haben gesagt,
Das ist uns noch zu ruppelig, da müsst ihr noch ein bisschen arbeiten vom VW Nutz, deswegen gibt es aktuell nur die 18 Zöller. Hier haben wir jetzt 17 Zoll, schaut es euch gerne mal an. Hier in der Mitte VW-Logo, zweifarbig hier. Und was ich schön finde, ist, dass wir jetzt hier drumherum alles lackiert haben. Sieht natürlich sehr edel aus. Was noch edler aussieht, ist, wenn ihr beispielsweise die optionale Zweifach-Lackierung nehmt. Da gibt es 3 verschiedene Varianten. Und bei Style habt ihr serienmäßig immer noch so eine Chromspange hier drumherum. Das sieht schon schick aus, aber kann für den einen Shishi sein, für den anderen eben sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt mal so langsam nach hinten gehen, ihr habt jetzt hier immer serienmäßig 2 Schiebetüren auf beiden Seiten. Der einzige Unterschied ist je nach Ausstattungsvariante, dass sie teilweise elektrisch sind, teilweise nicht. Wir haben jetzt hier ja die einfache Version, heißt, die gehen jetzt nicht elektrisch auf, finde ich aber gar nicht so schlimm. Unterschied ist eigentlich nur, dass ihr jetzt hier keinen Knopf habt, mit dem die automatisch wieder zufahren, und ihr könnt im Innenraum die eben auch nicht automatisch auf- oder zumachen. Schiebetüren sind aber ultra praktisch, weil wenn ihr jetzt in einer engen Parkgasse seid, findet ihr da eben ja viel besser die Möglichkeit, die Tür zu öffnen, habt dann eben nicht diesen ja weiten Ausschlag, und andererseits ist es auch mega gut mit Kindern, weil praktisch, man kann die direkt reinheben, die können direkt reinspringen, man hat nicht eine nervige Tür dann irgendwie im Rücken, wenn man die da festsitzt, und wir haben auf jeden Fall sehr viel Platz da drin. Wir sprechen aber gleich über den Kofferraum bzw. über den Innenraum. Jetzt machen wir hier mal wieder zu. Ihr seht auch, ich mache es jetzt extra langsam, der hat eine automatische Zuziehfunktion. Ist schon sehr edel, haben wir auch beim Kofferraum hinten. Hier könnt ihr dann übrigens tanken, ist ein Benziner, wie ich euch schon gesagt habe. Plug-in-Hybrid hat dann im Unterboden einen 10,4 Kilowattstunden fassenden Akku und eine elektrische Reichweite von 50 Kilometer. Jan hat ihn euch vorgestellt, schaut da gerne auch vorbei, falls euch der besonders interessiert. Jetzt schauen wir uns noch das Heck an. Ja, und das hat am meisten bei euch polarisiert, da muss ich wirklich lachen. Ja, das ist schon ziemlich krass mit diesem Spoiler hier hinten, der ist schon ziemlich groß, wir haben auch ziemlich breite Finlets, aber der ist auch gut für die Aerodynamik. Wir haben jetzt hier nämlich eine bessere Aerodynamik und einen besseren CW-Wert von 0,35 auf 0,3 optimiert. VW hat auch versucht, den deutlich leichter zu machen, dass ihr deutlich effizienter auch unterwegs seid. Bis zu 200 Kilo soll er leichter sein. Das heißt, es hat natürlich auch energiepolitische Gründe, nicht nur optische Gründe. Hier hinten dann groß ausgeschrieben Multivan, in der Mitte dann das VW-Logo. Und ihr seht auch schon, die Ladekante ist super niedrig. Wir machen jetzt gleich mal den Kofferraum auf, um uns den eben anzuschauen. Mache ich mal gemeinsam mit euch. Hier geht er auf, und nein, nicht elektrisch. Gibt es aber auch als Option elektrisch. Und jetzt ist erstmal mega gut. Ich kann mich jetzt hier drunter stellen, falls es regnet. Es soll heute auch noch anfangen zu regnen. Kann mit meinen Kiddies irgendwie, wenn ich am Baggersee war, mich hier trocken warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Und es ist vor allem sehr viel Platz, wie ihr jetzt seht. Nach oben hin, also ich glaube ein 1,90 Meter Mann hat ja auf jeden Fall Platz. Jan hat da auch Platz. Und wenn wir uns jetzt den Kofferraum anschauen, haben wir jetzt hier bei der kurzen Variante 3600 Liter, bei der langen Variante ungefähr 4000 Liter. Das ist jetzt eine Menge. Wenn man eben alles hier ausbaut, also alle Sitze ausbaut, was ihr ja auch habt, ist eben diese Hutablage. Und an der ist praktisch, dass man die noch so reinklemmen kann. Ich zeige euch das mal. Heißt, man kann die relativ flexibel nutzen, kann die aber auch hier unten einfach reinlegen, falls die nervt. Und was ich jetzt cool finde, ihr bekommt auch verschiedene Bodenwelten. Hier haben wir jetzt beispielsweise so einen Stoff. Ihr seht auch da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schienen für die jeweiligen Sitzreihen. Ihr habt jetzt hier rechts eine ganze Reihe, in der Mitte eine Reihe und links auch, und könnt bis zu 7 Sitze dort eben dazu konfigurieren. Wir haben jetzt hier die Vis-à-vis-Option, heißt, man kann sich gegenseitig anschauen mit 4 optionalen Sitzen. So, was ich euch noch zeigen möchte, ist hier die Funktionalität des Kofferraums. Und eine Sache, schaut mal, ich weiß, Jan sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, ihr habt jetzt hier noch so eine Taschenlampe, die ihr mitnehmen könnt. Erinnert so ein bisschen an Skoda und die Simply Clever Lösung. Ich mache die mal wieder hier rein. Heißt, ihr habt immer eure Taschenlampe mit dabei. Hier dann auch noch einen Haken, an dem ihr was aufhängen könnt. Hinten dran auch nochmal und auf der Seite auch. Ich habe die jetzt auch in unserem zweitägigen Trip hier durch Frankfurt benutzt und ich finde die sehr gut, sehr praktisch. Braucht man einfach. So. Hier hinten in den Sitzen ist vielleicht noch interessant zu sehen, bevor wir die gleich alle umklappen. Ihr habt jetzt hier unten jeweils noch eine kleine Schublade hinten, die ihr dann auch nochmal nutzen könnt. Da auf der Seite seht ihr es vielleicht auch nochmal leer. So, und jetzt machen wir das mal zu. Kofferraum machen wir auch zu. Geht jetzt in dem Fall nicht elektrisch. Hier wäre dann der Knopf, man sieht sogar die Vorrichtung dafür. Ich ziehe den jetzt aber hier zu und dann sprechen wir jetzt hier mal über den Innenraum. Wir gehen jetzt mal zuerst auf die andere Seite. Da zeige ich euch dann noch, dass die Tür genauso aufgeht. Übrigens, was ich schön finde, hinten noch abgedunkelte Scheiben jeweils. Und auch die Schiene hier ist in Wagenfarbe, was natürlich mega edel aussieht. Machen jetzt hier mal auf. So. Ich gehe noch auf die andere Seite und dann zeige ich euch mal alles da drin. So, und erstmal möchte ich, dass ihr seht, wie ich jetzt hier drin sitze.
Ich habe viel Platz, kann mir hier auch die Kopfstützen verschieben und ja, so kann man sich gemeinsam angucken. Man kann die Sitze aber auch umdrehen und was die unterscheidet, ist vor allem eben der Gurt. Ihr seht nämlich, wir haben jetzt hier einen Gurt an der Seite, nicht integriert an dem Sitz. Das heißt, den kann man eigentlich nicht umdrehen. Das sind aber die Integralsitze und die kann man umdrehen, denn die haben dann eben hier den Gurt nochmal integriert. Auf der Seite seht ihr es dann. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und was ich an dem Multivan total gerne mag, ist, dass er unfassbar flexibel ist. Warum? Ja, einerseits wegen der Schienen. Ich kann jetzt hier umklappen, an dieser Schlaufe ziehen. Habe jetzt hier auch einen Tisch. Also wenn ich jetzt hier hinten sitzen würde, könnte ich den Sitz auch als Tisch nutzen. Habe hier 2 Cupholder drin, kann hier mein Essen morgens zu mir nehmen. Kann aber auch eben das Ganze verschieben. Ich mache das mal. Dafür muss ich rauskommen. Ich hoffe, ihr seht es dann noch. Kann das jetzt ganz nach vorne verschieben, aber eben auch hier hin. Und jetzt wird es spannend, denn man kann den auch komplett rausheben. Ich zeige euch das mal. Heißt, ich kann ihn jetzt so hochheben und kann diesen Sitz auch komplett ausbauen. Ich versuche es jetzt mal. Ich hoffe auch, ich komme jetzt hier nicht ans Mikrofon. Ja. Die wiegen ungefähr 25 bis 30 Kilo. Also ich bin jetzt nicht die Stärkste, für Jan war das deutlich einfacher. Man kriegt das aber hin, wenn man ein paar Mal im Fitnessstudio war. So geht es jetzt wieder zurück. Schaut euch das mal an. So, jetzt sind sie wieder eingehakt. Man könnte die jetzt auch umdrehen. Das machen wir jetzt auch noch schnell gemeinsam. Heißt, ich ziehe jetzt hier nochmal an den roten Ding. Drehe die jetzt hier um. Und habe jetzt den Sitz andersherum, kann jetzt eben auch so rum sitzen, ihr seht es schon. Und das ist ziemlich cool, kann eben sehr flexibel hier alles umbauen. Was ich auch noch flexibel machen kann, ist, dass ich den Sitz beispielsweise da hinten in die Mitte schieben könnte. Dann hätten wir eine Dreierreihe, könnte den aber auch eben vorne eine Dreierreihe machen und das macht das Ganze so ein bisschen aus. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist Folgendes. Schiebt den mal wieder nach hinten, dass ihr das besser seht. Und zwar haben wir hier noch einen Tisch drin. Kommt mal her. Den können wir jetzt vorne als Mittelkonsole nutzen. Ich kann den jetzt hier aber auch nach hinten ziehen. Von vorne sowie hinten gibt es hier so einen Haken. Und hier habe ich jetzt ganz praktisch einen Tisch. Heißt, hier ist dieser Push-Knopf. Da drücke ich drauf. Der Tisch fährt hoch. Und ihr habt jetzt auf beiden Seiten eben die Möglichkeit, hier was auszuklappen, hier was auszuklappen. Könntet mobil darauf arbeiten oder auch einfach noch Mittagessen gemeinsam mit der Familie. Hier habt ihr dann auch nochmal Cupholder. Das ist schon ziemlich cool. Könnt ihr euer Handy noch reinlegen. Sehr, sehr praktisch. Und was noch cooler ist, wenn ich das jetzt hier wieder reinmache, ist Folgendes. Wieder auf Push drücken, wieder reindrücken. Ich kann den jetzt auch ganz nach hinten ziehen. Kann also auch hinten den Tisch nutzen. Oder ich nehme den jetzt mit ganz nach vorne. Und habe eben vorne die Mittelkonsole. So, jetzt habe ich euch noch ein paar Sachen noch nicht gezeigt. Vielleicht kommt Jan noch mit mir kurz nach hinten. Einerseits habt ihr hier jetzt 2 Cupholder mit so einem USB-Anschluss. Heißt, ihr könnt euer Handy hier ablegen und eben auch das gleichzeitig laden. Auf der anderen Seite habt ihr es auch. Und was jetzt in diesem Fall ein bisschen schade ist, ihr habt jetzt nicht das optionale 1,8 Quadratmeter große Glasdach hier. Und das ist wirklich ein Träumchen. Hier haben wir das jetzt nicht rein konfiguriert. Ich weiß, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich finde es mega gut, aber was wir jetzt als nächstes machen, ist hier mal die Türen zu. Ich mache mal auf der Seite zu, geht hier ganz einfach eben an dem Hebel. Und wir gehen gemeinsam noch vor. Ich mache die Motorhaube auf und dann erzähle ich euch noch was zu den Leistungsdaten. So. Und hier haben wir jetzt den 1,5 Liter Vierzylinder Benziner mit 136 PS und 220 Newtonmeter. Der ist in 13,5 Sekunden auf 100, wiegt ungefähr 1900 bis 2000 Kilo, je nach Ausstattungsvariante und kann Vmax 182 km/h schnell werden. Wasserverbrauch besprechen wir gleich noch im Innenraum. Nach NFZ sind es ungefähr 7,7 Liter. Jetzt gehen wir aber gemeinsam rein. Die anderen Motorvarianten habe ich euch ja schon erzählt. Es gibt noch einen Plug-in-Hybrid
mit 218 PS und eben den großen Benziner mit 204 PS. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist über den Innenraum sprechen, über die Sitze, das Infotainment und dann fahren wir gemeinsam los. Kommt mit! So, jetzt geht es wie versprochen weiter hier mit dem Innenraum. Und als allererstes möchte ich euch die Sitze mal hier vorne zeigen. Und was mir am besten gefällt ist, wir haben jetzt hier so Busfahrer-Armauflagen, die sind sehr weich gepolstert. Generell haben wir sehr dicke Seitenbacken. Schöne Stoffsitze, hier oben so ein beiger Stoff, unten dann wieder grau und auch die Kopfstütze lässt sich mehrfach verstellen. Es gibt natürlich auch verschiedene Sitze, schaut da auch mal bei Jan ins Review, der hat euch dann da diese Ergo-Komfort-Sitze gezeigt, die sind sehr bequem und dann auch noch elektrisch einstellbar mit Massagefunktion. Die haben wir jetzt hier nicht, aber ich wollte euch ja auch die Basis so ein bisschen zeigen, beziehungsweise eben die bezahlbarere Variante. Und als nächstes schauen wir mal in die Tür und was ich richtig cool finde, ist dieser Retro-Look, den wir jetzt hier haben. Natürlich muss man dieses Beige mögen. Bei der Ausstattungsvariante jetzt hier, also dem Live, habt ihr dann dieses gebürstete Aluminium bzw. diesen gebürsteten Aluminium-Look da in der Tür. Es gibt auch noch Holzapplikationen und wirklich ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten. Da ist 43 Seiten lang gewesen, die Preisliste, also könnt ihr echt eine Menge machen. Unten habt ihr dann auch sehr viel Platz und vor allem nochmal so eine kleine Mülltüte, was natürlich praktisch ist, vor allem mit Kiddies. Oben habt ihr nochmal Platz, also ich finde die Tür sehr, sehr cool. So, robust und praktisch, darum geht es in diesem Auto. Hier vorne dann auch sehr viel Platz im Handschuhfach. Da seht ihr, es ist auch nochmal in so einem Beige ausgeformt. Hier wieder dieses Aluminium, haben hier auch noch die Möglichkeit, so ein Secret-Fach zu nutzen. Das ist auch hier noch so gummiert, also recht gut verarbeitet. Und was wir hier auch haben, ist da nochmal Platz, was zu verstauen. Also keine Ahnung, vielleicht für einen Geldbeutel oder so ist es ganz gut. Hier vorne haben wir dann das Infotainment-System, das besprechen wir gleich. Hier übrigens die 3 Knöpfe, von denen ich euch erzählt habe. Mit denen könnt ihr dann, falls ihr die elektrischen Schiebetüren habt, eben die Türen auch aufmachen automatisch. Hier unten Klimaautomatik und was ich cool finde, ist einerseits die Möglichkeit, dass wir hier 2 Cup-Holder haben, die wir so rausschieben können, aber auch wieder reinschieben können. Der Mitteltunnel ist jetzt hier komplett frei. Ich kann mich hier sehr frei bewegen und falls mich hier dieses Tischlein nervt, kann ich das hier einfach hoch machen und wegschieben und habe jetzt hier einfach noch mehr Platz, kann es auch noch weiter nach hinten machen und kann eben auch nach hinten durchlaufen. Also das ist schon sehr flexibel, sehr praktisch und wenn die Kinder hinten den Tisch wollen, können sie ihn einfach von hinten eben wegziehen. So, jetzt habe ich euch hier drin alles gezeigt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt. Und dann sprechen wir hier noch über das Lenkrad. Was ich gut finde, ist, dass ich sofort eine angenehme Sitzposition gefunden habe. Ich kann nämlich das Lenkrad nach vorne, nach hinten, nach oben oder nach unten einstellen. Auch den Sitz kann ich relativ flexibel einstellen. Liegt sehr gut in der Hand. In der Mitte dann VW-Logo. Hier drumherum ist dann Leder. Multifunktionslenkrad bedeutet, ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu bedienen. Habe hier auch noch eine Lenkradheizung optional drin. Und hier drüben dann alles für die Assistenzsysteme. Hier habt ihr noch die Einstellung zum Licht. Kennt ihr auch zum Beispiel schon aus dem Golf. Steht auch hier auf der gleichen Plattform. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist das Cockpit da vorne, beziehungsweise dann auch noch das Head-Up-Display. Head-Up-Display haben wir jetzt hier auch mit dabei, heißt, es zeigt mir die ganze Zeit die Geschwindigkeit, die ich fahre und die ich fahren darf, inklusive eben der Assistenzsysteme an. Und das da vorne könnt ihr euch auch konfigurieren mit diesen Knöpfen hier. In der Mitte erstmal hier verschiedene Anzeigen, wie beispielsweise die Fahrzeugdaten, habt hier auch noch Datum, Verkehrszeichenerkennung und den Kilometerstand, beziehungsweise wie schnell er fährt. Und hier könnt ihr dann auch noch Assistenten einstellen lassen, Betriebstemperaturen, die Navigation beispielsweise jetzt hier mal rechts und hier dann auf der anderen Seite eben vielleicht, was nehmen wir da? Die Geschwindigkeit einfach nochmal. Sehr flexibel, könnt es euch einmal so konfigurieren, wie ihr wollt und dann seid ihr happy. Relativ viel Hartplastik habt ihr jetzt hier auch noch an der Seite. Jan hat hier auch gerade nochmal drauf gedrückt, das habe ich vergessen euch zu zeigen. Ihr habt jetzt hier auch über die View-Taste, kennt man beispielsweise auch ja, von Audi, die Möglichkeit, verschiedene Ansichten oder verschiedene Designs eben zu wählen. Schauen wir uns jetzt noch gemeinsam das Infotainment-System an und das hat jetzt bei uns überhaupt nicht gesponnen, das hat sehr gut funktioniert. Ihr habt hier unten jetzt 3 verschiedene Knöpfe, einmal für die Klimaautomatik, einmal für die Assistenten und einmal eben fürs Parken. Fangen wir mal mit der Klimaautomatik an, die finde ich sehr gut, denn sie ist easy zu verstehen. Ich drücke hier einfach auf Füße wärmen, muss hier wieder anmachen, drücke hier auf Füße wärmen und unten bläst es dann warme Luft auf meine Füße, kann ja auch Händewärme machen, kann Füße auch kühlen, das ist für Jan meistens ganz gut, frische Luft, freie Sicht, also es ist einfach zu verstehen, deswegen Smart Climate. Ihr könnt hier aber auch die klassische Klimatisierung noch wählen, beziehungsweise hier eben AirCare dann nochmal, gibt auch Informationen, dass zum Beispiel die Tür offen ist. Finde ich sehr, sehr cool, weil Klima finde ich irgendwie super wichtig, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist oder eine längere Zeit fährt, macht das absolut Sinn. Das hier ist jetzt die App-Struktur und die App-Ansicht. Wenn ihr jetzt nochmal draufklickt, ist das die Home-Ansicht. Die könnt ihr euch auch konfigurieren, heißt, wenn ihr jetzt hier länger drauf drückt, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel Setup oder so mit reinziehen, könnt dann auch wieder zurück
und so euch eben die Startseite eben einstellen, wie ihr das möchtet. Ich mag diese Ansicht mit den Apps aber am meisten und das möchte ich euch eigentlich zeigen. Heißt Fahrzeug, hier habt ihr die Informationen zum Fahrzeugstatus, habt hier dann nochmal innen, außen die verschiedenen Einstellungen zum Head-Up-Display, zum Ambientelicht. Das haben wir jetzt hier leider nicht komplett. Also normalerweise gibt es noch die Option, dass ihr hier ein Ambientelicht mit bis zu 30 Farben habt. Ist jetzt hier leider nicht rein konfiguriert. Beim Jan müsst ihr mal vorbeischauen, der hat das euch gezeigt. Sonst habt ihr hier noch die Navigation, die möchte ich auch noch schnell zeigen. Habt ihr Vorschläge, hier ist die Suche. Ihr seht, es funktioniert auch relativ schnell alles. Hier ist die Karte. Wenn ich draufklicke, kann hier auch rein und rauszoomen. Bin hiermit echt zufrieden. Sitzheizung habt ihr hier übrigens auch. Was ich nicht so gut finde, ist, dass ihr hier jetzt die Lautstärke steuern könnt mit einem Finger. Es funktioniert meistens nicht so gut, weil ich sehr kalte Finger habe und es funktioniert eben über Infrarot, heißt meine Finger müssten warm sein, das ist leider ein bisschen schade. Wenn ich jetzt hier mit 2 Fingern drauf gehe, habe ich dann auch noch die Sitzheizung, die ich dann 3 Stufen einstellen kann, auf beiden Seiten. Das ist okay, ich hätte es mir aber lieber als haptischen echten Knopf gewünscht. Ja. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren. Dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit. So, wir fahren jetzt gemeinsam los und ich wollte euch noch den Schlüssel zeigen. So sieht er aus, VW-typisch eben. Mache ich jetzt hier einfach mal in meine mobile Mittelarmkonsole. Und was ich euch ganz vergessen habe zu sagen, warum ist es denn jetzt hier alles so frei? Ja, weil wir eben keine große Handbremse mehr haben und auch kein Gangwallhebel mehr, Denn hier gibt es jetzt nur noch einen 7-Gang DSG oder beim Plug-in-Hybrid eben einen 6-Gang DSG. Und was wir machen ist jetzt den T7 hier vorne starten. Ja, der Benziner geht an und ihr seht jetzt hier vorne haben wir einen kleinen Toggler, der einerseits die Rückwärtskamera ja hier mir vorzeigt, hier habe ich sie, wenn ich rückwärts fahren möchte mit so Hilfslinien, kann ich hier in Neutral oder auch in D, habe sogar eine Sportgasse, wenn ich wieder runtergehe. Aber jetzt fahren wir erstmal in D los und erstmal ist jetzt interessant zu wissen, es gibt hier verschiedene Fahrmodi. In dem Fall haben wir aber keine. Das ist ganz interessant. Bei dem Benziner gibt es sie nämlich nicht. Bei dem großen Benziner schon, beim Plug-in-Hybrid auch. Und da könnt ihr eben auch rein elektrisch fahren, bis zu 50 Kilometer. Und da ist jetzt ganz interessant. Ihr habt ja insgesamt 218 PS Leistung. Aber wenn der Akku dann mal leer ist, da habt ihr es jetzt schon, Frontantrieb, dreht vorne ein bisschen durch, man muss auch schon lachen. Wenn der Akku dann leer ist, habt ihr eben nur noch 150 PS. Und das heißt, hier hätten wir jetzt ungefähr gleich viel PS. Deswegen könnte man es ja einigermaßen vergleichen. Nur, der ist jetzt halt nicht so schwer wie der Plug-in-Hybrid. Deswegen würde ich immer den kleinen Benziner bevorzugen, außer ihr braucht hinten ein bisschen mehr Anhängelast und ein bisschen mehr Power, dann würde ich euch den größeren Benziner empfehlen. Falls ihr auf den Diesel wartet, müsst ihr eben noch bis 2022 warten. Und vielleicht jetzt erstmal zum Fahrverhalten. Ich habe eine gute Rundumsicht, habe hier einen Spiegel, den ich mir ganz flexibel einstellen kann. Wäre der noch rahmenlos, wäre das natürlich noch mal ein bisschen schicker, muss aber nicht unbedingt sein. Sehe nach vorne, nach hinten ganz gut. Was ich noch besser finde, ist natürlich, wenn man das Glasdach noch in dem Fall hat. Aber jetzt geht es dann um die Fahrt. Lenkverhalten ist angenehm, es ist eher komfortabel ausgelegt. Ihr habt auch noch die Wahl, eben das adaptive DCC hinzuzufügen. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht, denn es ist das Ganze auch nochmal eben angepasst an die verschiedenen Fahrmodi. Und was ich aber gut finde, ich habe jetzt hier eben das Head-Up-Display, das mir jetzt in dem Fall sagt, Jessie, da vorne kommt eben eine 50er-Zone. Ich kann abbremsen und kann vor allem hier auch verschiedene Assistenzsysteme benutzen. Habe jetzt hier einen Spurhalteassistent. Mach den jetzt mal rein, der hält mir dann die Spur. Ich kann auch eben den Abstand zum Vordermann einstellen. Und schauen wir mal, ob es klappt. Ja, seht ihr es? Der lenkt jetzt für mich mit. Heißt, wenn ich damit auf der Autobahn bin, kann der eben die Spur halten, den Abstand zum Vordermann halten. Ihr habt hier auch optionalen Travel Assist. Und ihr habt auch ein Car2X, bedeutet, alle VWs sammeln eben topografische Daten, Staudaten und so weiter und so fort, die ihr dann wieder zurückbekommt. Das ist so ein bisschen so eine Schwarmintelligenz, die kommunizieren miteinander. Das soll vor allem 2022 immer weiter ausgebaut werden. Finde ich sehr innovativ und sonst vielleicht noch zu den Assistenzsystemen. Die findet ihr hier vorne auf dem Knopf alle. Wenn ich mal hier drauf drücke, seht ihr, was wir hier alles haben. Wir haben eine automatische Distanzregelung, genau das ACC, Geschwindigkeitsbegrenzer, Lane Assist, habe ich euch gerade schon gezeigt, den Side Assist, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, Eco-Assistenz. Das heißt, der sagt mir jetzt auch, wenn ich beispielsweise auf so einen Kreisverkehr zurolle, hey Jessie, nimm doch mal den Fuß vom Gas, du kannst jetzt hier eben bremsen bzw. eben Gas wegnehmen. Und das sind viele Assistenzsysteme, die ich eben brauche für teilautonomes Fahren Level 2 und für meinen Alltag. Was ich jetzt merke, wir haben jetzt hier den 1,5 Liter Benziner, der ist jetzt nicht der größte Motor. Manche könnten sogar, wenn sie es böse meinen, sagen, das ist jetzt ein Motor eher für so ein VW Polo. Wir haben jetzt hier ein Auto, was knapp 2 Tonnen wiegt. Das merkt man auch, das ist jetzt nicht der stärkste Motor. Und was ich jetzt mit euch mache, ist mal kurz die Beschleunigung austesten. Heißt, ich bremse jetzt hier ab
und mit euch gemeinsam mal durch. Einmal volle Lotte drauf. Und ja, hier merkt man es. Okay. Der pfeift schon ziemlich hoch. So ist es, ja. Jetzt Geschwindigkeit überschritten, werde gewarnt da vorne. Das muss man wissen. Wenn ich jetzt hier nochmal runtergehe, seht ihr, bin ich in der Sportgas auch nochmal, kann auch selbst mitschalten, habe hier die manuelle Schaltung mit dabei, habe hier eben 7-Gang DSG. Beim Plug-in-Hybrid habt ihr nur einen 6-Gang DSG, liegt daran, weil eben der Elektromotor mit im Getriebegehäuse drin ist und deswegen habt ihr halt eben nur die 6 Gänge. Auch ein Nachteil beim Plug-in-Hybrid, deswegen Vorteil hier für den Benziner. Jetzt habe ich aber ganz viel Technisches gequatscht und euch noch gar nicht erzählt, wie viel wir verbraucht haben. Nach NFZ hat er einen Verbrauch von 6,7 Liter. Wir haben eher so 9 Liter gebraucht. Das ist okay, vor allem eben für so einen Bus. Der ist jetzt aerodynamisch optimiert, aber hat natürlich noch einen CW-Wert von 0,3. Wir haben jetzt hier auch noch relativ viel Masse, die wir mitfahren. Was aber der große Vorteil ist, ist, dass der sich jetzt fährt wie ein PKW. Nicht wie so ein typischer alter Bulli. Der wankt nicht, der nickt nicht, sondern er fährt sich tatsächlich wie so ein Golf. Das kann man sagen, das muss man sagen. Und ich finde es auch gut, weil halt viele den dadurch fahren können. Ihr habt da vorne ja das Head-Up-Display, das habe ich euch schon gezeigt. Und das macht den neuen Multivan für mich eben so alltagstauglich, so praktisch. Natürlich ist er fast 5 Meter lang, aber ihr habt einen Wendekreis von 12 Meter. Das ist auch sehr gut, vor allem in der Stadt. Verbrauch ist auch in Ordnung. Ich bin echt happy mit diesem Auto. Es ist sehr flexibel. Natürlich kann man sich über ein paar Punkte streiten. Macht ein Plug-in-Hybrid Sinn? Ist die Optik wirklich die beste? Hätte ich jetzt lieber hinten nochmal eine Rückbank, die ich umklappen kann? Das sind ein paar Kritikpunkte, die ich von euch verstehen konnte. Aber was ich jetzt mache, ist mal mit euch zurückfahren. Dann gibt es ein kleines Fazit. Dann erzähle ich euch noch, was der kostet. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt und freue mich auf eure Kommentare. Bis gleich. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Ich habe mir jetzt hier den besten Platz ausgesucht und zwar hinten rechts. Da habe ich früher auch immer gesessen, wenn meine Eltern mich gefahren haben. Und gestern wurde ich übrigens auch eine Stunde lang chauffiert und es war sehr bequem. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ich habe den Sitz jetzt hier nach hinten in die Mitte geräumt, beziehungsweise eigentlich hat Jan mir dabei geholfen. Und erstmals kann ich das jetzt hier als Tisch nutzen, was sehr praktisch ist, kann jetzt aber auch den Sitz wieder nach oben hochklappen. Ein bisschen schade ist, im Vergleich zum Vorgänger haben wir jetzt hier hinten nicht die Rückbank, die durchgehend ist und umklappbar ist. Das ist schade, aber was dafür umso cooler ist, ich kann mich jetzt hier in die Mitte setzen, hier unten hochschieben und bin total flexibel eben hier vorne, kann meinem Bruder beispielsweise piesacken, was ich früher halt eben so gemacht habe. Und genau darum geht es bei diesem Auto. Es ist einfach unfassbar flexibel. Ihr könnt bis zu 7 Sitze da rein konfigurieren. Ihr könnt euch ein Glasdach konfigurieren. Ihr könnt den mega geil machen mit Zweifarblackierung, könnt ihn aber auch hier ein bisschen mehr Basic lassen, je nach Geschmack. Und vor allem habt ihr auch eine aktuell noch relativ kleine Motorenauswahl, die wird aber weiterhin erweitert. Was wir auch haben, ist unfassbar viel Platz hinten im Kofferraum. Auch hier könnt ihr eben die Sitze nach vorne schieben. Falls ihr mal irgendwie in Ikea geht, könnt ihr auch alle Sitze daheim kurz ausladen und den eben auch quasi als Pritschenwagen benutzen, weil ihr dann eben bis zu 4.000 bzw. 3.600 Liter Fassungsvermögen habt. 2 Schiebetüren auf jeder Seite ist natürlich auch ein großer Vorteil, denn ihr habt jetzt hier einfach die Möglichkeit, in jede Parklücke reinzufahren. Kein Stress mit Kindern, habt auch überall Isofix da hinten drin. Heißt, für die Großfamilie, für die eigene Fußballmannschaft ist da drin auf jeden Fall Platz. Kleiner Kritikpunkt wäre aktuell noch, dass die Anhängelast jetzt hier bei dem kleinen Benziner nicht so groß ist, 1600 Kilo. Wenn ihr mehr haben wollen würdet, müsstet ihr den großen Benziner nehmen, da habt ihr dann 2000 Kilo. Es wird wahrscheinlich keine Diesel-Allrad-Version geben, da müsstet ihr dann eben zum T6.1 greifen. Aber es kommt 2022 eben noch ein Diesel auf den Markt. Und ja, Jan hat mich ja auch dazu gezwungen, dass ich euch hier nochmal zeige, wie einfach ich hier durchhuschen kann. Es ist schon ziemlich cool, man fühlt sich so ein bisschen, als ob man hier so sein eigenes Häuschen mit dabei hat. Was natürlich kritikfähig bzw. berechtigt ist die krasse Optik. Da muss man drauf stehen. Das ist nochmal ein ganz anderer Look, wie eben der Bulli, den wir davor kannten. Und ihr habt eben auch einerseits den Vorteil, weil VW euch anbietet, sehr flexibel zu sein. Ihr könnt ihn trotzdem noch als T6.1 eben fürs Campen nehmen, als Karavelle, als Pritschenwagen. Ihr könnt jetzt hier aber auch wirklich den reinen People Mover euch so konfigurieren, wie ihr eben braucht. Und wenn wir jetzt über den Preis sprechen, beginnt er jetzt bei 48.000 €, genau so wie er jetzt hier dasteht. Das ist okay, wenn ihr den Plug-in-Hybrid beispielsweise wählt, seid ihr dann aber schon bei 57.000 €, bekommt dann aber eben auch eine Förderung von bis zu 6.500, 7.000 €.
Falls dir das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter teilnehmenden Leasinganbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Schaut da gerne mal vorbei. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!